Segel sind gesetzt. Wir haben ja ein bisschen riskantes Spiel gespielt. Wir haben eben bei unserem Wettercheck festgestellt, dass Gewitter auf uns zukommen. Im letzten Video starteten Marion und Christoph spontan ihre Überfahrt von Griechenland nach Italien. Das Wetterfenster war nicht das Beste, aber das einzige für die nächsten Tage. Der Kurs ist kreuzenhoch am Wind, zwischendurch drohen Flauten. Und ändern kann sich das Wetter auch noch. Der erste Morgen auf See bricht an. Die erste Nacht ist vorbei. Wir sind ja seit 9 Uhr mit der Motor unterwegs. Christoph schläft noch. Die Wolken, die da vorne sind, die gefallen mir nicht. Wir fahren auch in die Richtung. Bin nicht so der Wetterexperte. Ich habe nur was im Kopf mit Amboswolken nicht so richtig gut. Mal sehen, was gestern dazu sein. Und wir segeln. 8:38 Uhr. Segel sind gesetzt und eigentlich sollten wir jetzt schon den Wind in die andere Richtung haben, aber noch ist er komplett in die Richtung, in die wir fahren wollen. Das ist total, also wir sind beide sehr erstaunt. Christoph versucht es nochmal mit seiner Angel. Hat ja nicht ganz so viel Glück. Ja, er gibt nicht auf, ist da ganz tapfer. Ein Drittel der Strecke haben wir geschafft und davon mehr als die Hälfte unter Segeln. Das ist bis jetzt ein ziemlich guter Schnitt, finde ich, für das Wetterfenster, das wir haben. Und alles in die richtige Richtung. Jetzt hoffen wir mal, dass das noch eine Weile so bleibt. Also der Wind soll ja drehen. Er sollte eigentlich jetzt schon gedreht sein. Je länger er jetzt in die Richtung geht, umso besser ist es für uns. Er dreht dann in die entgegengesetzte Richtung. Also wir haben jetzt Nordwind, er dreht dann auf Süd. Und mit dem Südwind wollen wir dann ja, Richtung Italien, Festland oder so wie es im Moment aussieht, können wir sogar fast Richtung Sizilien fahren. Dann wahrscheinlich Syrakus. Mahi. Was? Ich hab einen Mahi. Christoph hat einen Mahi. Na dann Glückwunsch. Ja. Und wenn jetzt noch Delfine kommen, dann ist alles gut. Dann haben wir alles geschafft, was wir schaffen wollten. Segeln in die richtige Richtung. Christoph hat endlich mal was gefangen, wieder seit langem. Und jetzt noch Delfine und dann ist alles fein. Was war das jetzt? Bitte? Was war das jetzt? Der war klein. Das war ein junger Bulle. Das war ein junger Bulle und die sind monogam. Vielleicht ist sein Weibchen ja noch in der Nähe. Die schwimmen normalerweise immer im Paar. Also der richtige. Also ja gut, jetzt hast du endlich mal was gefangen und dann schmeißt es wieder ins Wasser. Ich hab was gefangen, juhu! Kann ich schon mal einen Haken dran machen. Vielleicht lässt es einfach sein und kaufst dir deinen Fisch. Nee. Ich sag's dir, ich fange heute noch einen schönen Thunfisch. Die Nachricht ist, wir haben immer noch die richtige Richtung. Und die zweite gute Nachricht ist, wir haben immer noch guten Wind. Wir haben 12, 13 Knoten. Wir haben eine Welle von vielleicht 0,3, so schräg von Backbord, von vorne. Und ja, es geht dahin. Wir haben ja ein bisschen riskantes Spiel gespielt, ob wir
wirklich ein Wetterfenster haben, was auch wirklich gut ist oder was nur auf dem Tablet gut aussieht und wenn man drin ist, gar nicht mehr so gut ist. Ich zeige euch das mal. Ich hoffe, das wackelt jetzt nicht zu sehr. Hier oben in Kefalonia sind wir losgefahren. Das ist unsere Kurslinie bis hierher. Hier haben wir Sizilien, da unten ist Malta. Und ich könnte noch 10 Grad höher fahren. Was ich hier eingezeichnet habe, ist unsere angedachte Kurslinie. Der erste Leg hat schon mal funktioniert. Wir hatten hier guten Wind zum Segeln, dann mussten wir 12 Stunden motoren, jetzt segeln wir wieder. Aber ihr seht hier dran schon, ich hatte eigentlich gedacht, dass der Wind uns viel früher nach Norden wegdrückt. Das tut er nicht. Wir können immer noch Kurs Malta segeln oder Kurs Sizilien, irgendwas dazwischen und darüber bin ich sehr glücklich. Insgesamt hätten wir jetzt noch 260 Meilen, wenn wir das wirklich so ausfahren würden. Und die direkte Linie hier runter sind ca. 200 Meilen noch. Also ich glaube, da kann man ganz zufrieden sein. Marion und ich, wir fahren ja immer einen flexiblen Wachwechsel. Das heißt, wir haben keine festgelegten Zeiten, zu denen wir den anderen wecken. Und ich bin ja auch der eher früher schlafen geht und Marion die spät schlafen geht. Und deswegen machen wir das dann auch so, dass ich normalerweise so gegen 7 oder 8 mich mal hinlege abends. Und so lange schlafe, wie es irgendwie geht. Meistens bin ich dann irgendwie um 11 oder um 12 wieder wach. Je nachdem, wie fit Marion ist, lege ich mich dann nochmal hin und versuche es nochmal oder höre einfach Hörbuch und mache die Augen zu. Und wenn Marion nicht mehr kann, dann weckt sie mich. Und das ist dann meistens so irgendwas zwischen 1 und 3 Uhr. So war es heute Nacht. Also sie hat mich um 1 geweckt. Ich habe dann gesteuert bis um 5, glaube ich. Und dann kam sie wieder, weil sie wach war und wollte mich auch ablösen. Und das kam auch genau richtig, weil ich hatte mich hier schon mal hingelegt und eine Viertelstunde geschlafen. Und ja, das passt immer sehr gut. Also das ist echt großartig. Wenn einer von uns wach wird, dann guckt er nach dem anderen, ob er Unterstützung braucht und abgelöst werden will. Und das läuft echt super. Und das ist mir auch viel lieber als so ein starrer Wachwechsel. Wir haben ziemlich starke Bewölkung mittlerweile. Die Welle ist mittlerweile so, ja, fast schon 0,5. Schräg von Backbord von vorne. Aber ich will mich nicht beschweren. Die fahren 4,5 bis 5 Knoten und das ist großartig. Das hier sind Squalls, also Gewitterzellen. Und ich zeige euch gleich die Wolken dazu. Auf dem Radar konnte man gerade sehr gut sehen, wie das Radar dichtere Wolkenzellen und Energie in Wolken auch anzeigen kann. Das deutet oftmals auf Gewitter hin und Gewitterstürme, starken Wind und sowas. Aber glaube ich nicht, dass wir das haben werden. Vielleicht ein bisschen mehr Wind, 2, 3 Knoten mehr, aber kein Gewitter. Wir haben eben bei unserem Wettercheck festgestellt, dass Gewitter auf uns zukommen, die in der Richtung, Form und Stärke, als wir losgefahren sind, nicht da waren. Korrekt? Ja, genau. Wir sind jetzt nicht langsamer als geplant, aber wenn wir so weiterfahren, erreichen wir genau, wenn der Wind richtig aufdreht und hohe Welle vor der Küste ist, den Punkt. Deswegen haben wir jetzt eine Alternativstrategie. Wir haben jetzt gerade lange überlegt, verschiedene Variationen durchgesprochen, die wir machen können. Wir stecken echt viel Zeit und Energie in jedes Video.
immer irgendwo unterwegs, auf engstem Raum. Wenn du magst, was wir machen und ein bisschen mehr Einblick willst, bei Patreon gibt es Videos vorab, ganz ohne Werbung, Bonusmaterial und auf manchen Stufen auch persönliche Updates oder ein Call mit uns. Schau gerne mal vorbei, den Link findest du unten in der Beschreibung oder oben im Video. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und danke an alle, die schon mit an Bord sind, das bedeutet uns wirklich viel. Die eine war gewesen, zu versuchen, Vollspeed vorher noch ans Festland zu kommen. Ja, das wird nicht klappen. Das wird aber, also... Da müssten wir 10 Knoten durchgängig fahren. Genau, allein aus dem Wind, für den Wind nicht klappen. Ja, der dreht, der Wind. Ja. Also das wird nicht klappen. Die andere Variante war gewesen, zurückzufahren. War es jetzt auch Richtig. nicht so ganz... Also das war von der Welle doof und nach Süden abzulaufen war auch von der Welle doof. Und deswegen... Da haben wir uns jetzt dafür entschieden, dass wir Speed rausnehmen. Also wir haben jetzt eine Vollbremsung gemacht. Sind jetzt so langsam wie es geht, dass es noch komfortabel ist und richten uns jetzt die nächsten, weiß ich nicht, 12 wahrscheinlich Stunden, 18 Stunden, ja. 18 Stunden erstmal nach Komfort, so dass es gut anfühlt, weil wir werden auf jeden Fall Welle bekommen. Wir werden wahrscheinlich auch Regen bekommen. Es wird um uns rum vermutlich blitzen, allerdings hier, wo wir sind, eben mit Entfernung. Und werden dann versuchen, das sozusagen abzuwettern und werden dann halt wahrscheinlich 24 Stunden später irgendwo ankommen, wo auch immer. Ja, also neben dem, dass wir dieses Gehacke vor der Küste nicht abkriegen, soll ich es da mal abnehmen? Ja, danke. Neben dem, dass wir das Gehacke vor der Küste nicht abkriegen, hat das auch den weiteren Vorteil, dass wir nicht so weit Richtung Norden fahren. Ich muss gestehen, für mich fühlt es sich erstmal eigenartig an. Ich wäre da jetzt Vollgas reingefahren und zur Not abgelaufen. Aber es ist sozusagen so ähnlich wie ein Beilieger und kann man ja auch machen. Also Ja, also für mich fühlt es sich besser an, als Vollgas ins Gewitter reinzufahren. Also dann lieber hier draußen abwettern und wenn das dann halt für ein paar Stunden in die falsche Richtung ist, dann ist das so, aber der Wind dreht ja. ja, Also, genau. Er wird dann zu unseren Gunsten drehen. Die Frage ist, wo werden wir dann ankommen, aber nach dem Gewitter wird es sich relativ schnell wieder beruhigen. Also von der Welle her wird wahrscheinlich dann auch der Wind weg sein. Das heißt, wir werden dann vielleicht zum Festland hin motoren. Aber es ist mir jetzt lieber, als ins Gewitter reinzufahren. Ja, jetzt mal abwarten. Also wir werden ja irgendwann einen Winddreher kriegen, wahrscheinlich morgen um 3, also in 9 Stunden oder sowas. Und dann können wir sozusagen diese Richtung fahren. Und das ist ja mehr oder weniger die Richtung Malta. Und den haben wir dann mindestens für 12 Stunden und dann müssen wir einfach mal gucken, wie es dann weitergeht. Das wissen wir noch nicht. Genau. Können wir vielleicht jetzt was kochen? Ja. Das ist vielleicht eine gute Idee, ein paar Nudeln zu kochen oder Ja, das machen wir jetzt. Sehr schön. Also wir machen es uns jetzt gemütlich und warten es einfach ab. Ich hatte heute Morgen sowieso gesagt, wegen mir könnte es eigentlich jetzt immer so weitergehen. Ich muss nicht mehr in den Hafen. Man sollte vorsichtig sein mit seinen Wünschen, glaube ich. Ja. Gut, ich krieg Hunger. Wir machen immer noch langsam. Es ist jetzt 11 Uhr. In 2-3 Stunden dreht der Wind. Und dann drehen wir auch mit. Also wir sind immer noch relativ hoch. Aber es ist ganz schön was los da draußen. Also um uns rum blitzt es. Ist aber weit genug weg. Also das haben wir wohl richtig gemacht. Aber wir haben jetzt natürlich ganz schön Welle, wie man merkt. Also ist ganz schön was los. Ja, Christoph schläft gerade und wird dann nachher übernehmen. Noch wollen wir Kurs Sizilien fahren, wenn es klappt. Ja, müssen wir jetzt mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt mit den Gewittern.
Ja, also hätte mich auch gewundert, wenn hier nicht noch irgendwas abkriegen würden. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Einfach mal Champagner segelt durch. Ich wollte es ja nicht übertreiben. 5:30 ist es. Ich bin froh, wenn es hell wird. Es ist hin und wieder hell, aber nur Sekundenbruchteile. Also links von mir blitzt, da vorne blitzt es, da drüben blitzt es. Also um uns herum Gewitter. Wir haben aber noch keins direkt abbekommen. Also wir sind jetzt seit heute Nachmittag Richtung Norden gefahren. Der Wind sollte danach drehen. Das heißt, ein Wind, der uns wieder zurückträgt. Der Wind hat auch zurückgedreht. Allerdings sind die Welle so hoch im Moment und der Wind nicht stark genug, als dass es nicht reichen würde. Ja, jetzt fahren wir ein paar Stunden unter Motor, bis sich die Welle beruhigt hat. So, die zweite Nacht ist fast vorüber. Endlich, muss ich sagen. Jetzt hat der Wind wieder aufgedreht. Wir haben meistens so 13, 14 Knoten. Und wir können tatsächlich Sizilien hoch am Wind gerade Kurs stecken und laufen dann auch so 5 Knoten. Das ist echt großartig, da bin ich sehr glücklich drüber. Insofern geht unsere Strategie recht gut auf, die wir uns zurechtgelegt hatten. Wir sind ja mit dem Nordwind die erste Etappe gefahren, mit dem Südwind die zweite Etappe und jetzt mit dem Nordwind wieder die dritte Etappe. Wir haben immer noch viel Welle, aber wir haben die Nacht gut überstanden und wir hatten ja so ein bisschen Sorge gehabt vor den Gewittern. Wir haben zeitweise 3 Gewitter gleichzeitig um uns herum gehabt. Eins davon, das war riesig. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein großes Gewitter gesehen, also so eine große Gewitterwolke, die war geformt wie ein Pilz. Jedenfalls sah sie so aus, wenn es geblitzt hat. Wunderschön. Die ist da hinten übrigens immer noch und blitzt immer noch. Ja, und die ist aber zum Glück, also erst auf uns zugerast und ich habe gedacht, oh Mann, jetzt kriegt die uns. Aber sie ist zum Glück an unserem Heck vorbeigezogen und die war schnell. Da hinten ist die erste Morgendämmerung und ich bin froh, wenn es hell wird. Die Nacht zuvor haben wir bewusst Fahrt herausgenommen. Wir wollten den Gewittern ausweichen und haben im Schneckentempo abgewettert, während die Zellen an uns vorbeizogen. Noch in derselben Nacht können wir wieder Segel setzen und weiter segeln. Am nächsten Tag passiert wenig, bis Christoph dann doch noch einen Tuner fängt. Und das ist der einzige Moment, der den Tag auflockert. Die See baut sich im Laufe des Tages weiter auf. Die Wellen steigen stetig und in der Nacht erreicht die Bewegung ihren Höhepunkt. Das Schiff arbeitet kräftiger, dennoch bleiben wir auf Kurs nach Syrakus. Mit den ersten Konturen am Horizont wird klar, dass wir dem Land näher kommen. Buongiorno! Die Sonne geht auf. Wir sind kurz vor Syrakus. Und dem Nervenzusammenbruch. Was? Und kurz vor dem völligen Sprachverlust und Zusammenbruch. Ich bin so müde. Das war, das war eine ziemlich schaukelige Nacht. Also ich glaube, geschlafen haben wir beide nicht besonders viel. Ich lag zwar die ganze Zeit, habe eigentlich ein Hörbuch durchgehört. Das hat so geschaukelt. Es waren ja Gewitter und es kam starker Wind aus der Straße von Messina raus. Und ich glaube, dass das einfach die Welle ist, die wir jetzt auch abgekriegt haben. Hier vorm Land war es schlimmer als draußen. Ich bin froh, dass wir doch relativ weit draußen waren, als die Gewitter waren. Wir haben einen Verletzten.
Ich bin heute Nacht im vorderen Flur, wollte ich mich an die Toilettentür anlehnen, weil es gerade so schaukelig war. Aber da war keine Toilettentür, die war offen. Und da bin ich rückwärts ungebremst ins Klo reingestürzt und mit der Hüfte auf die Toilette aufgeknallt. Und kann mich kaum bewegen. Ist wahrscheinlich nur geprellt, also nichts Schlimmes. Ich denke mal, eine Stunde brauchen wir noch. Was sagst du? Ja, etwa. Ich habe dann irgendwann die Segel eingezogen, weil das einfach wäre 2,5 Knoten Fahrt und nur noch eine Schaukel und keine Fahrt mehr. Und habe dann gedacht, die letzten 3 Stunden kommen. Ist jetzt auch egal, hau noch mal die Maschine rein, dass wir wenigstens ankommen. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, dieses Syrakus wird so ein richtiger Kulturschock für uns werden nach so 4 Monaten Kleinstdörferleben in Griechenland. Ja, glaube ich auch. Also es wird bestimmt schön. Syrakus soll ja schön sein. Da freue ich mich jetzt drauf. Also unsere Wetterstrategie ist übrigens aufgegangen. Wir haben ja so ein halb gutes Wetterfenster genommen, insgesamt von Griechenland hierher und haben, wenn man so will, sind wir gekreuzt. Wir haben 3 riesige Schläge gemacht. Wir haben 2 Nordwindwetterfenster gehabt und ein Südwindwetterfenster, die wir zusammen kombiniert haben, sodass da so ein Z rauskam. Und das hat recht gut hingehauen. Es war jetzt nicht die komfortabelste Fahrt, aber es ging gut, fand ich. Und du? Was hältst du davon? Bin froh, wenn wir da sind. Nach Malta haben wir es nicht durchgeschafft. Das ist der nächste Stopp. Also wir sind jetzt hier in Syrakus, bis das Wetter passt, um nach Malta zu fahren. Und dann werden wir uns Malta noch mal richtig anschauen, weil im Frühjahr sind wir ja nicht dazu gekommen. Da hatten wir einfach zu viele andere Sachen noch zu tun. Und da freue ich mich auch wirklich drauf, jetzt noch was davon zu sehen. Zwei Tage, 19 Stunden, 295 nautische Meilen, Durchschnitt 4,4, Max 8,8. Wir sind da. Und jetzt sind wir, glaube ich, auch ganz schön durch, oder? Ich bin vor allem froh, dass ich jetzt da bin. Es war fast alles hoch am Wind und mit relativ viel Welle und deswegen war es dann doch ziemlich anstrengend. Ich fand jetzt vor allem die letzte Nacht anstrengend und jetzt freue ich mich. Wir gehen jetzt gleich in den Ort, eine Kleinigkeit frühstücken und ich glaube, der Rest des Tages ist dann Dösen, Lesen, Ausspannen. Ja, was man so macht, ne, Video hochladen und sowas. Ist ja auch ein bisschen Arbeit. Damit ihr Videos gucken könnt, müssen wir ja natürlich auch ein bisschen was tun. Das letzte bisschen zieht sich immer irgendwie wie Kaugummi, ne? Ja. Irgendwie hast du das Gefühl, du kommst gar nicht mehr an. Gerade wenn du so hier wenn du so auf die Bucht oder so drauf zufährst und dann denkst du, ah ja, guck mal, ich habe Christoph geweckt, weil ich gedacht habe, naja, so eine Stunde oder so, der braucht manchen, bis er wach wird. Und dann waren das aber noch über 2 Stunden. Und es hat sich gezogen wie Kaugummi. Irgendwann dachte ich, das kommt nie mehr. Wir haben gestern Abend, in der Abenddämmerung, haben wir den Ätna gesehen. Dann machen wir uns jetzt fertig. Jetzt gibt es Cornetto Cappuccino, Sie. con crema di pistachio. Sie. Sí. Wir sind nicht mehr in Griechenland. Und wir haben auch, glaube ich, das erste Mal, seitdem wir von Sizilien im Frühjahr losgefahren sind, so richtig Regen und bedeckt über 24 Stunden. Wir sind jetzt angekommen aus Italien, aus Sizilien, nachdem wir 2 Tage 19 Stunden und 295 Seemeilen von Kefalonia, eine Irrfahrt durch das Ionische Meer, hier runtergefahren sind. Wir hatten 3 verschiedene Wetterfenster, zweimal Nordwind und einmal Südwind, die wir zusammen kombiniert haben zu einem Wetterfenster. Und ich glaube, unsere Wetterstrategie ist ganz gut aufgegangen mit einem kleinen, aber wichtigen Detail, was wir nicht berücksichtigt haben oder nicht ausreichend. Nicht ausreichend, das war die Welle. Also ich glaube, wir sind auch beide noch ein bisschen übermüdet, weil schlafen kannst du ja dann auch nicht, wenn du nur von rechts nach links
geschubbert wirst in der Koje.